Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Zestiria. Bevor wir jetzt richtig loslegen und ich dann auf den letzten Part nochmal zu sprechen komme, werde ich jetzt erstmal diesen Text mal durchgehen. What a sad turn of affairs. There was more to it than just Heldalf and the shepherd Michael. So many factors converged to bring about that disaster. What happened in that village was so ghastly, you can sort of see how Michael finally came to do what he did. But still, no one except maybe his closest friends ought to buy "I was in the depths of my despair" as an excuse. Right. The actions he took that day changed the fates of millions. That's true. It was his thoughtless curse of eternal solitude that paved the way for Kittybeard to become the Lord of Calamity. Without the curse, old Sourpuss never would have hated the world so much. Never would have wanted it to turn into a world of hellions. You can't blame the people of Highlander Rollins for seeing him as a monster. But I get the sense that deep down, in his own misguided way, he just wants to bring peace to his country. Some of the blame, too, has to go to the former shepherd for keeping secret the fact that he'd spirited Moutelis away. Because of that, folks who didn't know the true situation wound up desecrating the shrine and causing Moutelis to transform into a hellion. That's right. If they'd only talked about it more openly, there might have been better understanding and cooperation. It also looks like the former shepherd didn't really trust anyone other than his own flesh and blood. To those who believed in the shepherd, I can think of no greater wound. True enough. He may have genuinely wanted every one of them to be happy. But if he never shared this desire with anyone, then... Regardless of Michael's circumstances, it doesn't change the fact that what Heldalf did was unspeakably cruel. That he would toss strangers to the wolves just to further his own interests. None of this comes down to black and white, that's for sure. Well, Mayvin told us just to feel and experience what had happened. We'll go tell him what we felt. Okay, im letzten Part haben wir ja die Wahrheit gesehen und es war so von Anfang an bestimmt gewesen, zum Hirten zu werden. Unbeklot zu einem Nebenherrscher, da die beiden die letzten Überlebenden waren, als das Chaos ausgebrochen ist. Ja, jetzt kommt die Szene. You're back. What are you doing here? Oh, I just wanted to make sure the monolith doesn't get damaged. Your thoughts? No one involved was fully in the wrong, but no one was really right either. That's how it felt to me. A useful understanding to reach. Now, your answer. Sorey, let us hear your answer to this. My answer is I want to save Heldalf. The shepherd's job doesn't just boil down to quell the Lord of Calamity, or even clean up the previous shepherd's mistakes. When malevolence consumes Seraphim and turns them into hellions, we save them. Yet when it brings misfortune and grief to humans, we say they only have themselves to blame. It doesn't seem fair. So that is your answer. Dunno if it counts as one. There are humans out there just like Heldalf. He just happened to play one part in a cascade of terrible events. I'm not gonna say you shouldn't sympathize with him, but I will say it would strike me as bizarre to completely let him off the hook for the horrors he brought to such a peaceful village. And what he's trying to do now is still messed up, right? Absolutely. It's wrong, period, and I will stop it. But even so, you would save this man? If I won't save humans like Heldalf, who've had Hellionhood thrust upon them, I'll never see humans and Seraphim live in peace. I see. So then you... Really are an idiot. Yep, Sorey is Sorey, and we love him for it. That's right. He couldn't be anyone else even if he tried. So, Mr. Teller, that what you were looking for? For such a man, ending his loneliness would be the sole path to salvation. Do you understand what that means? Taking his life, I would expect. Sorey. Can you carry that burden with you? Indeed. That, even more than your answer, is the crucial matter. Right. What's important now is whether you truly will not waver. Or rather, whether you truly believe in your answer and are willing to accept its repercussions. No matter what happens, and no matter what cost.
Wait, are you asking him to prove his determination in battle? Put bluntly, yes. In order to defeat one who has been abandoned in time, the bonds of strength must be severed. Show me how that is done. Defeat the one who has been abandoned in time. You can't be talking about... How to sever the bonds of strength. So eternal loneliness is a curse, you say? Makes sense now. Old man. Now then, show me! Das war dein Ernst, oder? Ich soll Mayvin verdreschen? Nee, aber ich keinen Bock, aber gut. Wenn er unbedingt will, die alle Tour kriegt er. And if we were to actually use it? Then what would happen to you? Do you see why it is you waver? Settle this, shepherd! Do Ja. not let Mayvin's conviction go to waste. Okay. Mann, der wird wieder HP haben. Oh Gott. Don't overdo it. Jetzt! Attacke! Komm! Aufladen! Ja, jetzt muss er wieder in die Steuerung reinkommen. Indem ich das wieder auflade, dürfte ich dann die mystische Hades benutzen können. Wahrscheinlich verlangt das auch noch von uns. Ich denke mal, dass es noch einen Move gibt. Irgendein Move, von dem ich noch nichts weiß. Bestimmt gibt es wirklich noch so einen Move. So was wie einen ultimativen Destructor-Move. Wenn es den gibt, oh Gott, das wäre geil. Oh Gott, er hat noch viele HP. Das wird dauern. Aber wir haben bald genug. Komm schon, wir müssen bald genug haben. Jetzt! 1, 2, 3, jetzt! Komm! Nein, das war ich ja nicht. Hat es dir gereicht für die mystische Artis? Verdammt! Ach du Scheiße! So, erstmal Heilmittel. Erstmal abhauen. Danke. Yes. Attacke. Reicht immer noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich bis zu 4 Einheiten. Da jetzt ja. Sehr scheiße. So. Komm. Wie viel hast du noch? 6000 noch was. Ich hab halt eigentlich genug. Ich dachte, es reicht. Oh Gott. Rose halt durch. Jetzt müsste es reichen. 1, 2, 3. Komm. Yes. Jetzt bist du dran. Yeah. Jetzt bist du... What I want to see is not a mere display of strength.
So you really are immortal? You understand by now, don't you, the way to defeat me? Yes. Turn my friends into attacks with wills of their own, and use those attacks to pierce through the bonds of strength. What Dazzle said he did. Then why aren't you doing it? I'm not a Hellion. Even if you make use of that means, your friends will not be consumed with malevolence. You won't admit it. After all, to demonstrate that method upon me is tacit acknowledgement that it is your only option with Heldalf as well. But Mayvin, isn't there any other way at all? No. Even Lila's power is not enough to purify one as consumed with malevolence as he is. You should know that. Sorey. Rose. If you weigh lives on scales, you will falter at the crucial moment. All the more so if it is your friends' lives in question. But if you do waver, and your wavering leads you to a faulty answer, you may never recover. In this way does virtue become vice. But if you will die for the answer you truly believe in, even failure will not stop you from rising again. What you should fear is not failure, but rather that fear itself will compromise your belief in your answer. Lila. Now then, Sorey. If you intend to make this a farce, then I shall end it. Show me, not just with words, but with the spirit of belief. I shall end this. Luminous Saber! It is a damn shame, Lila. Unfortunately, it looks like they still don't understand. So, it was all for naught. No, just a little bit more. Even when they resented their own helplessness, even when they grieved for a fallen comrade, even when evil schemed to lead them astray, Sorey and his companions have pushed ever on, never losing themselves. Knowing fear, but not malevolence, they came all this way to stand here together. You're really something. I don't like having regrets, and I don't like giving them to other people either. Don't you forget it. Sorey, Rose, you paralyzed or something? Going up against Hellions is already life or death. It shouldn't be new to you. Edna. Zaveid. It's just as they said, Rose. Sorey, do you remember what I told you? Back at Lady Lake? I didn't come all this way just to be a liability. I said it before. Do I need to say it again? No. If the shepherd Sorey truly believes in his answer, then surely may he bring an end to the age of chaos. Then show us. Show us your answer. Sorey! Everyone. You have good friends, lad. Darn right. Let's go! Come at me! Lord of Water! They're resilient. Don't just charge in Look there. out! Mayvin! This is... my answer! Old man! Mayvin? I thought I could hold out until you finished it, but... Mayvin? Oh, I'm so sorry it came to this. You're an idiot too. You're not wrong, but I have no regrets. What's going on? What are you saying? Come on! It's because I violated the taboo. If the user breaks the terms of the oath, the special powers granted by the oath likewise vanish. You should have told us. Please, do not blame Lila.
She merely did what she believed was right for all of you. And it was my decision to make as well. I believe too. In my answer. And in my friends. And for their sake, I will not waver in what must be done. So there will be no regrets. It is time to say our farewells. I promise. I'll never forget what you've told me, Mayvin. And I'll teach it to others as well. Sorey, you've... Never did I imagine I would die with others by my side. Thank you. Let's go! To Camlon? Yeah. Maltellus should still be there. Let's make for Elysia first. There should be a road there leading to Camlon. We saw Gramps come running when the village fell. Oh, that makes sense. So Camlon was close to Elysia. Very likely. That fits with the idea that it was a strategically important location for Highland, Rollins, and the Northern Powers. Yeah, good point. But it looked to me like the road to Camlon was sealed off. Yeah, by my mother. You can cry if... I told you I'm not going to cry. Looks like this is the final battle. Let's end this. Right on! Na? Ich glaube, ich muss nicht sagen, wo wir hin müssen. Ich weiß jetzt genau, wo ich hin will. Ich brauche nur eine einzigste Teleportation. Wenn alles glatt geht, bin ich gleich dort, wo ich hin will. Erstmal speichere ich hier ab. Und jetzt werden wir dahin gehen. Reise im Speicherpunkt. Wohin vom... Genau. Was? Ich darf da nicht hin tippen? Ich komme nicht rein. Verarscht mich nicht. Ich komme hier rüber. Da müssen wir versuchen, uns eine Verbindung bis dahin rüber zu schaffen. Was stimmt hier nicht? Ich kann nicht mal raus hier aus der Gegend. Das heißt, ich muss laufen? Wollt ihr mich verarschen? Darauf habe ich keinen Bock. Ich will nicht laufen. Oh, ihr seid solche Betrüger, ey. Aber habt ihr gesehen? Wir können anscheinend mit der Knarre, ich nenne es mal Knarre von Zaveid, anscheinend Energie abfallen. So wie wir es mit Dessa gemacht haben. Wahrscheinlich können wir das jetzt machen als Final Move. Wenn das so stimmt, Alter, dann hätten wir aber einen echten Special Move. Ich mache mal die Karte ein bisschen größer. Ich weiß ja, wir zur Trisolde-Höhle sollten. Das ist ja die Sache. Ich weiß nicht, ich wollte die Höhle schon lange mal erkunden. Ich will wirklich diese Höhle erkunden. Aber ich weiß nicht, ob es mit der Story zu tun hat. Das ist jetzt so die Frage. Also, was soll ich jetzt machen? Soll ich da hingehen oder soll ich das sein lassen und lieber Richtung Story weitermachen? Weil es könnte sein, dass wir jetzt Richtung Ende des LPs uns jetzt nähern. Es könnte sein, dass es danach beendet ist. Wahrscheinlich nach 20 Parts. Ich will es gerne aber noch ein Stück weiterführen. Deswegen ich habe mich entschieden, ich gehe zur Trisolde-Höhle. Ich gehe da jetzt einfach hin und werde einfach die Höhle erkunden. Wer weiß, was uns da erwartet. Die Secrets, ich will die noch erkunden, bevor wir wirklich wieder das Story weitermachen. Vielleicht ist da was drin, was wir gebrauchen könnten. Etwas, was uns hilft, Heldalf tatsächlich zu besiegen oder zu retten. Aber ich weiß, wo wir hin müssen. Die Ruine ist genau unser Ziel, aber ich habe das Gefühl, dass uns da irgendwas vorm Ende erwartet. Ich gehe jetzt trotzdem in die Trisolde-Höhle.
ist eine richtig große Höhle und die erkunde ich jetzt mit euch. Vielleicht entdecken wir noch ein geiles Secret oder irgendwas. Ich hab's Gefühl, wenn es einen starken Gegner gibt, das wäre dreimal so geil. Aber dank der geilen Anzeige wissen wir ja schon, wo uns hier die Aliens erwarten. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Die Aliens folgen uns noch. Kann man die nie öffnen? Oder hat die irgendeine Bedeutung? Die sind erstmal weg. Oh, jetzt müssen wir da durchschlängeln. Oh mein Gott, das wird hardcore. Uah. Geh weg. Geht weg. Nein! Ich hab keinen Bock auf euch. I'm not really sure I get it. Ich will es ausprobieren. Let's just get out alive. Da fehlt doch noch etwas. Ich muss rauskriegen, wie es funktioniert, dieser letzte Move. Wir müssen ihn einmal angewandt bekommen. Ich versuche ihn beim nächsten großen Gegner einmal einzusetzen. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, oh Gott, das war knapp. Das war jetzt wirklich knapp. Ach du Scheiße. Links lang. Da gibt's Secrets. Ach, kommt. Geile Mucke. Paar XP wird uns nicht schaden. Komm. Perfekt. Der hat auch immer viele. Piece of cake. So, jetzt können wir hier lang. Was gibt's denn hier für Sachen? 2 Truhen. Arkaner Trank und Traubengummi. Interessant. Ich bin ja echt gespannt, was uns hier noch erwarten für geile Secrets. Das ist wie eine... Das ist doch was. Haut ab. Haut einfach ab, ihr Biester. Hau ab, du. Du bist eklig. Siehst aus wie ein Skunkapu. Keine Ahnung, warum ich gerade dran denke, aber es sieht so aus. Da ist die Verbindung. Wir gucken uns jetzt mal hier genau um. Hier kann echt alles sein. Das ist wieder eine seitliche Verbindung. Interessant, was es hier alles gibt. Ich werde mal einfach mal den Part auf 30 Minuten extenden, so dass wir die Höhle mal erkundet haben. Hau ab. Nach der Erkundung, ja. Wo gehen wir lang? Rechts. So, was gibt's denn hier? Hier gibt's auf jeden Fall eine Truhe. Mit 8500 Gold war's. Interessant. Ja. Gucken wir mal weiter, was es hier noch so für geile Sachen gibt. Ich bin mir ganz sicher, dass ich jetzt mit dieser großen Aufnahmesession oder jetzt aber mal mit dieser Woche, die ich jetzt aufnehme, das LP sogar beende. Ich weiß wieso, aber ich setze schon drauf, dass es passieren wird. So. So, das war verstecken. Fickt euch. Ich werde es dann beim nächsten Mal machen. Ich behalte erstmal die Aromatisierung ein bisschen bei. Was gibt's hier für Sachen? Quarzstiefel. Erdring. Wozu brauchen wir den Scheiß? Und Skunkapu verfolgt uns immer noch. Oh mein Gott.
Verpiss dich, du Drecksvieh. Klar, wir sollten mal wieder Level. Rose kommt nämlich am nächsten Mal auf Level 49, aber egal jetzt. Ist jetzt mir vollkommen egal. Ich muss hier raus. Raus aus dem Spaß. Rechts lang und dann dort lang mal. Oh. Was gibt's wohl hier für Sachen? Hier gibt's ein Secret. 2 Truhen, interessant. Ich habe das Gefühl, diese Höhle ist voller Secrets. Warum auch immer. Tja, ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, da können wir noch ein bisschen Items sammeln, farmen und so. Denn dann haben wir noch was zu verkaufen. Können unser Segnungslevel erhöhen. Vielleicht kriegen wir da neue Sachen dazu. Ich will euch schon mal zeigen, wie man trainieren kann. Da ist doch was. Eine Art, ja, Sequenz. Schauen wir uns die doch mal an. A glowing mushroom. Nice. Moist and gross, but points for otherworldliness. But how strange. What causes it to glow? I bet he'd know, if he were still here. Hey, hey! Why not ask your buddy Zaveid? What, you know the answer? The famed glowing mushroom. And why, pray tell, does it glow so bright? You don't know. The answer is you don't know, right? Because it craves attention. 3 points out of 1,000. Duh. But look, I'm not wrong, am I? A shy mushroom would never willingly stick out like that. Over-explaining. 20-point penalty. There's negative points? We've got a mushroom of our own to brighten our path, don't we? It seems we do. XD. Aber wirklich total XD hier. Jetzt gucken wir mal da lang. Das ist nämlich der nächste Weg. Mal schauen, was uns jetzt da erwartet. Nix. Interessant. Jetzt gehen wir mal da lang. Wir kommen Richtung eines Eingangs. Vielleicht ist auch dort irgendwo ein Speicherpunkt. Deswegen beende ich jetzt einfach nicht den Part. Am Ende renne ich in irgendein, kommt ein Speicherpunkt dann in der nächsten Minute und dann, ja, was alles umsonst. So nach dem Motto, ja, du hast jetzt hier, wie soll ich sagen, Part beendet und dann auf einmal, ja, ach du Scheiße. Ich werde es hier ausprobieren. So. Einfach einmal schießen, aufladen. Komm. Weil die kommen ja dann wieder. Ich muss aufladen. Ich will den Move einmal einsetzen. Ihr seid scheiße, ey. Wisst ihr, da will man das mal aufladen. Muss man die. Richtig. Mir klar mal die ganze Sache versauen. So ein Drecksverein hier. Da kann man rechts raus. So. Verarschen. Dribbel verarschen. Oh Gott, noch mehr verarschen. Wow. So viele Gegner. Wofür das denn jetzt sind schon wieder? Da. Ein großer Raum. Da ist irgendwo ein Bosskampf. Soll ich hier den Part beenden oder was meint ihr? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Ne, könnt ihr mir gar nicht sagen, damit ich wahrscheinlich schon mit WP fertig, wenn ihr das seht. Deswegen, von daher bringt's ja nichts. Ich würde sagen, ich mache dort irgendwo einen Sicherheitspunkt festlegen, wo ich mich erstmal sicher fühle. Ja, hier bin ich sicher. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich mal den Part. Wir haben jetzt echt viel erlebt. Ihr könnt euch wieder Kommentarwertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Emerald Control.